Freunde unseres Kanals. Oh, der erste Arbeitstag ist vorbei. Oh, da haben wir uns aber ein Bierchen gleich verdient beim Carlos, das sag ich dir. Oder? Oh, diese Pipinella, du. Das ist aber auch ein komisches Gewächs. So was Ähnliches habe ich noch nie gesehen vorher. Und da gibt es noch ein ähnliches Gewächs, das ist so wie Pipinella. Die Früchte sind aber leicht anders. Und da hatte uns irgendwer gesagt, die wären giftig, oder was? War das der Paolo, der uns das gesagt hat? Nein, ich habe das gesagt. Du hast das gesagt, okay. Also es ist nicht ähnlich. Naja, es sind lange Ranken und dicke Früchte. Ne? Es gibt auch so große grüne, so wie Hülsen. Aber wenn sich das öffnet, sind das Blüten. Okay. Aber weil die Pflanze so einen weißen Saft hat, denke ich, dass sie giftig ist, weil die meisten Pflanzen mit weißem Saft, die haben einen ätzenden Saft, wenn der auf die Haut kommt. Okay. Und genau. Darum haben wir gesagt, alle Pipinella weg und diese Rankenpflanze auch einfach weg für den Moment, um einfach mal überhaupt zu sehen, was unter all dem Gestrüpp überhaupt wächst. Ja, und damit haben wir angefangen, haben eine Frucht abgestützt. Da haben wir ein paar Hölzer gefunden, die zur Abstützung halt sind. Bananen haben wir noch mit abstützen und einige sind auch schon umgefallen, die nicht abgestützt waren. Ja. Ist wohl doch über längere Zeit wurde nicht viel gemacht. So ist es. Darum hat auch die Pipinella gewuchert. Ja, seitdem wir das letzte Mal da waren, ne? Ja, ist dort nichts viel passiert. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir letzten Dezember den Weg hochgegangen sind. Und da hat man eigentlich sämtliche Steine noch gesehen. Den Weg hoch. Ja, und da war jetzt schon Dschungel, ne? Ja, ich denke, ein Jahr haben sie nichts gemacht und hier wächst das halt. Ja. Innerhalb ein paar Monaten ist alles zugewachsen. Ja, darum. Ja, oh, und da habe ich gerade Maria Florencia noch eine Bananenstaude vorbeigebracht. Im Ausgleich hat sie mir so eine winzig kleine Peperoni hat sie mir gegeben. Ich solle mal probieren. Wohlweislich habe ich mir so ein kleines mikrofingernagelgroßes Stück abgeschnitten und es einfach mal dran geleckt. Das ging noch. Dann habe ich drauf gebissen und dann ging es nicht mehr. Höllisch scharf. Höllisch scharf. Und wirklich nur so ja, keine Linsen, großes Stück. Das war so eine Viertellinse. So. Ach Gott. Danach auch sofort mit Priel die Hände gewaschen und so. Aber du hast sie doch zuerst gefragt, ob sie scharf sind und sie sagte, oh, komm sie. Ja, sicher. Wollen wir mal gucken, ob der komische Tourist da das Teil isst. Ne? Das ist wohl eine richtige Chili. Ja. Cayennepfeffer. Ja, ihren Sohn habe ich auch kennengelernt. Ja, etwas verschlossener Typ. Er kennt uns ja auch. Er kennt uns noch nicht, das ist es. Das kommt auch noch. Und er ist sehr schüchtern. Sie sagte schon, dass er schüchtern sei. Es braucht ein bisschen Zeit. Ja. So, nach der Arbeit brauche ich jetzt gleich erstmal eine Dusche und vernünftige Klamotten. Zur Feier des Tages kleide ich mich mal neu ein. Und badest du? Muss ich? Ich dachte, du willst etwas feiern. Ja, genau. Ja. Das werden wir. Oh. Es ist auch schon wieder 7 Uhr. Frisch machen und dann können wir direkt zum Carlos.
dieser warme Regen, der ist, ja, der stört eigentlich nicht wirklich. Aber wenn man dann natürlich mit einer Kamera und so im Garten romantiert, ja, da muss man doch schon mal fluchtartig das Trockene suchen. Könntest du mein Handy mit Strom versorgen? Fährt auch schon unser nächstes Auto. Aber das kommt später. Da bin ich mal gespannt, wie teuer die sind. Also so moderne Toyotas, da werden wir wohl mit den Ohren schlackern, wenn wir dann den Preis erfahren. Aber ich habe auch schon alte Renaults gesehen, die hier eigentlich denselben Aufbau haben. Relativ neue Autos kommen erstmal für uns überhaupt nicht in Frage. CAD-Dateien haben wir bekommen. Auf DVD und auch per E-Mail haben wir die schon bekommen. Die können wir direkt an Detlef, unseren Architekten, weiterleiten. Wenn ihr einen Architekten braucht, auch fürs Festland oder für die Azoren, wir geben euch gerne die Kontaktdaten von ihm. Ja, was haben wir danach gemacht? Genau, wir sind danach nach Seychelles gefahren, haben dort etwas gegessen, ein paar alte Kollegen besucht, die da ihr Restaurant haben. Ja, haben euch Seychelles ein bisschen gezeigt und dann sind wir im Norden die Küste entlang gefahren bis eben zu unserem Haus. Haben dort etwas gearbeitet. Ja. Jetzt fahren wir zum Apartment, machen uns frisch. Und dann werden wir wohl den Abend bei Carlos ausklingen lassen.
Erosion ist natürlich auf der Insel ein großes Thema, weil so viel auch gerodet wurde und gebaut wurde. Ja, ist die Erosion natürlich stark gewachsen auf der Insel in den letzten Jahrzehnten. Und damit werden natürlich auch die ganzen Nährstoffe durch den Regen in den Ozean gespült. Und damit sind auch wieder die Bauern gezwungen nachzudüngen. Phosphor, Stickstoff. Ja. Aber ich glaube, sie haben das auf der Insel ganz gut im Griff. Also hier wird nicht so krass zugebaut, wie es zum Beispiel auf spanischen Inseln oder so der Fall ist. Gut, über die Südküste kann man sich unterhalten. Schade ist leider total verbaut. Aber gerade das macht nicht aus. Aber hier ist relativ wenig Häuser. Das Wichtigste in der nächsten Zeit, dass wir uns mit der Sprache beschäftigen, wenn wir zu Hause sind. Ja, zu Hause ist halt schwierig. Wenn wir hier sind, geht es wie von selber. Ja, aber wenigstens die Grundlagen müssen wir uns aneignen. Du hast ja schon ein Programm aufgespielt. So. Ja, ja. Ja. Wenn wir erstmal anfangen können, Portugiesisch zu reden, dann wird der Rest auch einfacher. Aber ohne einen gewissen Grundstock, ja, da hast du ja keine Chance. Ja, nehmen wir das in Angriff. Ich habe schon mal irgendwie 10 Lektionen gemacht.
ja. Da bin mal gespannt, was sie mit ihrem Mann dann bespricht für das Land und so. Ja, sie sagte ja, dass der Mann das halt machen würde mit den Garten machen und so und nicht sie, weil sie erstens ist sie alt und ist halt körperlich nicht mehr gut in der Verfassung, das zu tun, schwere Arbeit und dann hat sie auch Haushalt und für den Sohn Essen kochen und sich kümmern. Ja, sie wird das mit ihrem Mann besprechen. Aber ich denke, dass es für sie schon so stimmt. Wahrscheinlich dachte halt Nino, dass er irgendetwas bekommt, Ja, ja. wenn er das macht. Wir haben ja vorgestanden, sie dürfen halt ernten und nehmen, was sie finden im Garten, wie vorher auch. Und sich das nächste Jahr halt dafür auch noch um den Garten kümmern. Aber ich habe mir klar gesagt, dass wir kein Geld Ja. zahlen. Ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Ja, bestimmt. Ja. Ja, kommen wir jetzt gleich in Gauland schon. Ja, und ihr könnt es wieder sehen im Süden. Schönstes Wetter. Und im Norden regnerisch, Schauer. Aber das sieht dann im Sommer auch etwas anders aus. Hier das schönste Wetter.
fressen so viel Wasser. Es gibt, glaube ich, keine Nutzpflanze, die mehr Wasser fressen. Rundherum oder irgendwelche Zugangswege. Ja, ja. Das wird schon gehen. Und auf dem Weg hoch. Ja, und die Frage ist ja, müssen die Bananen dort stehen, wo sie stehen? Ja, aber dann, wenn wir da noch was dran ändern wollen, das ist dann in der späteren Gartenphase. Ja, erstmal. Ja, das mit den Steinen ist auch für später. Erstmal alles in den Griff bekommen und dann mit Umkraft. Erstmal das und dann während der Hausrenovation die Wege schon mal machen. Erstmal hoch, den Weg etwas besser gestalten, Ja. dass man da gefahrfreier hochkommt. Den dritten Stein. Schotter ein bisschen arbeiten, damit es nicht glitschig wird und so. Du musst gleich Treppen machen mit großen Steinen. Ja, ja. Das müssen wir uns wirklich Meter für Meter angucken. Dann greifen wir uns innerhalb Meter für Meter vor. Zur Not können wir immer noch Drahtgeflechte um die Steine machen und uns dann ja, ja. Aber nur aus Stein, ja, das wird dann kompliziert. Man kann natürlich die großen Steine könnte man als Basis nehmen und dann Drahtgeflecht um sie herumformen, um dann das Geflecht zu betonieren. Ne? Nein, du musst doch die schönen Steine, dass man die sieht und so. Ja, ja, die sollen dann ja auch gesehen werden, aber irgendwas mit Drahtgeflecht so drumherum, ja. Nee. Da ist sie wieder gegen, Nee, ne? das mache ich, dann mache ich das. Okay. Schön Steine behauen und zusammensetzen. Ach, behauen sogar? Ja, wenn es Okay. nötig ist, damit sie gerade sind und Radeln behauen. Okay. Ja. Es gibt viel Arbeit, ne? Ja, genau. Fang schon mal an. Später. Jo, später, genau. Wir sind angekommen und wir sagen jetzt auch bis später.